Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Some Companies. Das Thema der heutigen Folge sind die Anleihen. Nun aber zuerst zum Account-Update. In der letzten Woche ist nicht viel passiert. Ich habe wie immer meinen Autohändler am Laufen gehalten und habe mich nach einem weiteren Lieferanten gesucht, da ich mittlerweile sehr viele Autos bzw. LKWs am Tag verkaufen kann. Ich habe schnell über die Warenbörse Andre IMP gefunden und mich mit ihm auf einen vernünftigen Preis geeinigt. Außerdem habe ich über die Woche hinweg alle Autohäuser Stück für Stück auf Level 3 verbessert, wodurch ich nochmal erheblich mehr Autos bzw. LKWs am Tag verkaufen kann. Und es sind weitere Ausbauten geplant. Dadurch, dass ich diese Woche nicht viel zum Account sagen kann, habe ich heute noch ein Spezial über die Roboter hinzugefügt. Die Roboter. Eigentlich sollte wirklich jeder was von den Robotern mitbekommen haben, wer auch nur einmal in den letzten paar Tagen im Spielchat vorbeigeschaut hat. Aber für die, die vielleicht nie in den Chats schauen oder nur Einzelheiten mitbekommen haben, erkläre ich kurz, was die Roboter sind und was sie einem nützen. Kurz gefasst ermöglichen uns die Roboter, dass wir Waren billiger herstellen können. Man kann die Roboter in einer Elektrofabrik herstellen und man benötigt für einen Roboter einen Elektromotor, zwei Prozessoren und 10 Plastikteile. Um zum Beispiel einen Q1-Roboter zu erforschen, benötigt man Softwareforschung. Man kann die Roboter in jedem Produktionsgebäude außer den Forschungsgebäuden installieren. Die Menge und das Level der Roboter hängt von den Gebäudekosten und dem Level des Gebäudes ab. Genauer gesagt, von Gebäudelevel 1 bis 3 braucht man Q0-Roboter, von den Gebäudeleveln 4 bis 7 braucht man Q1-Roboter, von den Gebäudelevel 8 bis 11 Q2-Roboter, von den Gebäudelevel 12 bis 15 Q3-Roboter, von den Gebäudelevel 16 bis 19 Q4-Roboter, von den Gebäudelevel 20 bis 23 Q5-Roboter und so weiter, bei drei Gebäudeleveln eine Q höher für Roboter. So, was bringen aber die Roboter nun? Und was ist der Haken bei den Robotern? Durch die Installation der Roboter in einem Gebäude werden die Personal- und Verwaltungskosten um 3% reduziert. Ihr fragt euch als relativ kleines Unternehmen vielleicht, was euch 3% nützen. Naja, uns kleine Unternehmen nützen die Roboter kaum bis gar nichts. Erst riesengroße Unternehmen profitieren von den Robotern, da große Unternehmen oft nicht mehr weiter ausbauen können, da die Verwaltungskosten zu hoch sind. Dadurch, dass nun aber bei jedem Gebäude 3% weniger Verwaltungskosten möglich sind, können große Unternehmen ihre Gebäude ausbauen oder ihre Produkte profitabler verkaufen. Allerdings haben die Roboter auch einen Haken, denn man muss das Gebäude auf ein Produkt spezialisieren und ist daher kaum flexibel. Außerdem bekommt man bloß die Hälfte der Roboter, die man reingestellt hat, in den Gebäude in Q0 zurück, sofern man das Gebäude abreißt. Dazu kann man sein Gebäude nicht verbessern, während man Roboter installiert hat. Also, zusammengefasst sind die Roboter ein sehr gutes neues Spielfeature. Allerdings profitieren eher die ganz großen Unternehmen davon als die kleinen. Ihr wollt wissen, ob sich bei euch eine Roboterinstallation lohnt, beziehungsweise wie viel Geld ihr durch die Roboter einsparen könnt, dann könnt ihr in der Enzyklopädie beim ausgewählten Produkt angeben, ob mit oder ohne Roboter. So könnt ihr die Einsparungen durch Roboter sehen. Was die Enzyklopädie ist, werde ich euch ebenfalls in einem anderen Video sagen. Nun aber zum heutigen Thema, den Anleihen. Was sind Anleihen? Was kann man mit denen machen? Kurz gefasst sind Anleihen, auch Unternehmensanleihen genannt, die beste Möglichkeit, deinen Ausbau zu finanzieren. Anleihen sind vergleichbar mit Schulden. Der Anleihenherausgeber, zum Beispiel A, braucht Geld. Nun kann ein anderes Unternehmen, zum Beispiel B, diese Anleihen kaufen und Unternehmen A schuldet Unternehmen B Geld. Unternehmen A muss aber, solange er nicht die Anleihen zurückkauft, täglich Zinsen an das Unternehmen B zahlen. Zinsen können nur von 0,5 bis 2,0% gehen. Der Anleihenherausgeber sollte versuchen, die Zinsen so niedrig anzusetzen wie möglich. Die Zinsen werden aber schnell verkauft bzw. überhaupt verkauft, wenn die Zinsen hoch sind.
Die Kunst ist, ein Mittelmaß zu finden, dass Anleihen sowohl niedrig sind, als auch schnell verkauft werden. Hier wieder ein Beispiel, wie es als Anleihenkäufer aussehen kann von Ara Incorp. Wie man sieht, habe auch ich einen Haufen Anleihen verkauft, die auch mir den Ausbau größtenteils finanzieren. Was ist das Limit? Kann ich so viele Anleihen verkaufen, wie ich will? Nein, man kann nicht mehr Anleihen verkaufen, als der Gebäudewert hergibt. Man bezahle bzw. erhalte ich meine Zinsen. Man bezahlt bzw. erhält die Zinsen um 0 Uhr UTC. Es kann allerdings zu leichten Verzögerungen kommen. Ich kann keine Anleihen kaufen bzw. kann kaum Anleihen kaufen. Das liegt daran, dass man bis Level 15 nur 1%, bis Level 20 nur 3% und ab Level 20 und aufwärts nur 5% des Unternehmenswerts in Anleihen eines einzelnen Unternehmens stecken darf. Wie kann ich meine Anleihen wieder zurückkaufen? Dafür musst du in der Finanzierung die gewünschte Anleihe anklicken, die gewählte Menge in 5000er Schritten eingeben und auf Anleihen kündigen klicken. Und schon sind die Anleihen zurückgekauft. Kann ich sehen, wer wie viele Anleihen verkauft hat? Ja. Hierfür musst du auf das Profil der gewünschten Person gehen und dann ganz runter scrollen. Ganz unten steht, wie viele Anleihen die Person verkauft hat und wie viele Zinsen die Person täglich bezahlen muss. Was passiert, wenn die Person, von der ich Anleihen gekauft habe, insolvent geht? Je nachdem, welche Bewertung das Unternehmen zum Zeitpunkt des Kaufs der Anleihen hatte, bekommt man 4% bzw. 60% des Anleihenwertes zurück. Nach welcher Zeit kann ich Anleihen zurückkaufen? Man kann nach frühestens 2 Wochen die Anleihen zurückkaufen. Was passiert, wenn die Person, die man Anleihen gekauft hat, einen Neustart macht? Die Anleihen werden an einen NPC, auch nicht Spielercharakter genannt, übertragen und man zahlt an den NPC die Zinsen. Kann ich alle meine Gebäude abreißen, obwohl ich Anleihen habe? Nein, man kann seinen Gebäudewert bis zu 80% unter dem Anleihenwert minimieren. Und das war es auch schon zu den Anleihen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Falls nein, schreibt mir bitte in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten bis nächsten Sonntag zu einer neuen Folge Let's Play Sim Companies.